Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin- und Blockchain- und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um die Schlüsselgenerierung, das heißt die Schlüssel, die in Bitcoin tatsächlich zum Einsatz kommen. Wir wollen uns das Ganze mal theoretisch anschauen, nächstes Mal wird es dann wieder praktischer. Ich möchte euch vielleicht darum bitten, falls ihr nicht so Interesse an Kryptographie habt, weil das so eine kleine Kooperation sozusagen zwischen den beiden Reihen bei mir ist, dass ihr einfach das Video überspringt und dann euch wieder das nächste Video der Bitcoin-Reihe anguckt, wo es dann wieder praktischer wird. So, also das heißt, heute geht es ein bisschen in die Mathematik rein, ist eigentlich nicht besonders viel und nicht besonders schwer, aber wir wollen es uns natürlich trotzdem angucken. Und zwar ist das der SECP 256K1 Standard, den Bitcoin da verwendet. Warum? Weiß keiner so genau. Es gibt ein paar Leute, die meinen, es gibt einen besseren Standard und 256 Bit für einen Schlüssel ist schon nicht gerade viel, sage ich jetzt mal. Okay, warum werden wir uns gleich noch angucken? SEC steht für Standards for Efficient Cryptography, das heißt, schnelle Krypto sozusagen, und das Ganze ist ein elliptischer Kurvenalgorithmus, sehen wir auch am rechten Bild, wo wir gleich noch genauer drauf eingehen werden. Okay, gut, zunächst einmal muss man hier den Private Key, also der grüne Schlüssel, hier oben ist der Private Key, den muss man natürlich als erstes mal zufällig generieren und dann kann man aus dem den Public Key generieren. Und ja, der Private Key wird aus einer Zahl zwischen 1 und diesem langen Ding hier, wobei ich das Ganze hexadezimal dargestellt habe, wird das Ganze generiert. Die ersten paar Byte sind hier tatsächlich Fs, also wirklich möglich alle, aber hinten hat man sich entschieden, einige Zahlen nicht zur Verfügung zu stellen. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe tatsächlich absolut keine Quelle gefunden, die mir gesagt hat, also ich habe selbst im Standard nachgeguckt und da stand nicht drin, warum man jetzt hier nicht die vollen 256 Bit ausschöpfen kann beim Private Key. Aber auf jeden Fall, es gibt ungültige Werte für den Private Key, obwohl hier natürlich auch noch FFFFFF und so weiter und so fort vom Private Key dargestellt werden könnte. Falls ihr also wisst, warum, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, und ja, aus diesem zufällig, Achtung, hier ist die Zufallsquelle natürlich unglaublich wichtig, denn wenn der Private Key rausgefunden wird, dann hat jeder Zugriff auf euren Wallet und kann euch alles wegnehmen. Und ja, wir haben jetzt hier den Private Key generiert, aus einer guten Zufallsquelle, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt gehen wir her und berechnen daraus unseren Public Key. Und den Public Key generieren wir über eine Kurve, über eine elliptische Kurve. Deswegen heißt das ganze Ding auch elliptischer Kurvenalgorithmus. Und diese Kurve beschreibt sich durch y² modulo p ist gleich x hoch 3 plus 7 auch modulo p. So, das kann man jetzt so hübsch, wie ich es hier gemacht habe, darstellen. Allerdings ist das nicht immer oder nicht wirklich korrekt. Eigentlich sind das nur einzelne Punkte. Und wenn man die Kurve natürlich noch ein bisschen größer macht, wobei das natürlich klar sein sollte, dass man die größer machen muss, dann wird das Ganze einfach nur eine zufällig aussehende Punktwolke sozusagen. Also wenn wir mit dem Ding fertig sind, weil wir ja hier modulo p rechnen, dann ist das keine schöne Kurve mehr, sondern wir haben einfach nur noch einzelne Punkte irgendwo im Raum verteilt, so gefühlt. Und das macht das Ganze dann wieder so schön unvorhersehbar. Das heißt, aus dem Public Key können wir den Private Key nicht mehr effizient zurückrechnen. Es existiert zumindest kein Algorithmus, der das aktuell kann. Also, wenn ihr das schaffen solltet, den zurückzurechnen, dann habt ihr auch jegliche Kryptographie gebrochen, die irgendwie von Webseiten angewendet wird oder ja, alles im Endeffekt. Gut, und das heißt, wir haben hier jetzt sozusagen die Kurve und unser P berechnet sich als 2 hoch 256 minus 2 hoch 32 minus 2 hoch 9 minus 2 hoch 8 minus 2 hoch 7 minus 2 hoch 6 minus 2 hoch 4 minus 2 hoch 0. Okay. Und ja, dann können wir das Ganze mit einem Generator multiplizieren, wobei hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier wissen, der Schlüssel, also der Private Key K oder klein k, das ist derselbe hier, der Private Key K ist natürlich nur eine Stelle. Das heißt, wir haben hier eine Zahl für den Private Key. Der Public Key hingegen wird beschrieben als 2 Zahlen. Das heißt, der Generator besteht hier auch aus einem Vektor aus 2 Zahlen. Denn wir brauchen ja hier x und y Punkte. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass der Public Key hier aus 2 Koordinaten besteht, nämlich einmal eine x-Koordinate hier in der Kurve und eine y-Koordinate hier in der Kurve. Und ja, der Public Key muss natürlich immer diese Gleichung hier erfüllen und gleichzeitig im modulo p gerechnet werden. So, jetzt anschaulich, wie man das Ganze berechnet. Ich versuche es so anschaulich wie möglich zu machen dieses Mal. Und zwar, das hier ist der Punkt 1 sozusagen. Das heißt, das ist der erste Punkt, an dem wir anfangen wollen. 0 ist nicht erlaubt, weil wir hier natürlich, wenn wir
klein k, also Private Key mal g rechnen. 0 mal g ist immer 0, egal was wir rechnen. Deswegen ist 0 hier nicht erlaubt. Wenn hier Public Key 0 ist, kann man auch sofort sagen, hey, okay, dann ist mein Private Key 0 und deswegen ist der Wert einfach verboten. Okay. So, und was ich jetzt machen kann, ist hier folgendes. Ich berechne meinen Private Key und dann sagen wir mal, ich habe jetzt hier den Faktor mal 2. Dann ist das ungefähr dasselbe, wie wenn ich hier auf dieser Kurve eine Tangente von dem Punkt ziehe. Tangente ist hier was sich an die Kurve anschmiegt und dann gerade aber weiterläuft. Das heißt, wir gehen hier sozusagen gerade über die Kurve drüber und landen dann irgendwann wieder auf einem Punkt an der Kurve. Und dann mache ich das Ganze hier, also in meinem Beispiel jetzt einfach mal, habe ich jetzt hier mal minus 2 gemacht. Dieses Minus, also dieses mal 2 ist sozusagen hier rüber zu gehen, mal Minus ist, dass es gespiegelt wird an dieser Kurve. Das heißt, wir spiegeln exakt an der Kurve im rechten Winkel sozusagen nach unten und dann haben wir den nächsten Punkt. So, dann habe ich hier mal wieder mal 2 genommen, das heißt, wir bauen wieder eine Tangente, die uns hier an der Kurve hier oben einen Punkt liefert. Okay, nächster Schritt wäre dann zum Beispiel wieder mal minus 2, dann landen wir hier unten. Mal minus 1, dann landen wir hier unten und dann wieder eine Tangente, dann landen wir halt hier irgendwo und so weiter und so fort. Also das Ganze ist sozusagen ein ganzer Haufen an geometrischen Operationen sozusagen. Das war jetzt einfach nur eine anschauliche Darstellung. Klar, ein Programm berechnet es natürlich deutlich schneller. Ich wollte euch einfach nur kurz den Algorithmus so ein bisschen vorstellen. Und ja, meine Nachbarn gehen mal wieder ab, sorry. Was wohl bedeutet, ich kann jetzt gerade mal kurz nicht weiter aufnehmen. Deswegen sind wir jetzt hier eigentlich auch schon am Ende. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir das Ganze in Python machen können. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!